Der Leopard 2 ist wohl der berühmteste Kampfpanzer der Bundeswehr. Aber Hand aufs Herz, kennt ihr auch den ersten Kampfpanzer der Bundeswehr? Mehr dazu auf meinem Kanal, natürlich nach dem Intro. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Obergefreiter Münchhausen, möchte ich mal behaupten, denn wir sprechen heute nicht wirklich über den ersten Kampfpanzer der Bundeswehr, wir sprechen über den ersten leichten Kampfpanzer. Und die Kenner unter euch wissen, welcher das war, nämlich der M41, der Walker Bulldog. Und natürlich geht es hier auf meinem Kanal immer um Klemmbausteine, deswegen sprechen wir über das Kubiset 2239, den M41A3. Hier aus der Vietnam War Serie, aber glaubt mir, den M41 gab es bei der Bundeswehr. Und Freunde, es gibt eine Menge zu erzählen, deswegen lasst uns nicht so lange faseln, ohne Meldung weggetreten. Wir schauen uns jetzt den Inhalt des Kartons auf meinem Bautisch genauer an. Ja, Freunde, da liegt die 2239 auf dem Bautisch, aber wir müssen die Kuh im Raume beim Namen nennen, beziehungsweise den John Rambo im Raume, denn es gab ja auch und gibt es auch noch vereinzelt bei Händlern die 2237, die Limited Edition unseres M41 Walker Bulldogs von Kubey. Ihr seht hier den Karton eingeblendet und keine Angst, Freunde, ich zeige euch nachher auch im Review, im Vergleich, beide Versionen. Die Version hier, die ich euch gerade digital zeige, hat mehr Figuren. Einen Typen, der halt genauso aussieht wie John Rambo, einen Vietnam-Soldaten bzw. einen Vietcong sowie einen russischen Militärattaché, so nenne ich ihn mal, und die typischen US-Soldaten. Ja, Freunde, aber kommen wir jetzt hier zum Karton, zum Set, was hier wirklich real auf dem Bautisch liegt, die 2239, 625 Steinchen und 2 Minifiguren, einmal hier im Panzerstil, echt mit Zigarre, und hier einen farbigen GI aus der Vietnam War Serie 1955 bis 1975, beziehungsweise schräger. Nicht wundern, denn der Indochina-Konflikt, so nennen wir ihn mal, fing ja schon 1955 an, in dem sich nämlich die Einwohner Indochinas gegen die französischen Kolonialtruppen aufgelegt haben. Das als kleiner historischer Fakt, und natürlich typisch hier bei der Vietnam War Serie haben wir ein orangenes Band bei der Historical Collection. Schauen wir uns die Rückseite an, da sehen wir, dass das Fahrzeug 25 cm lang wird und 12 cm hoch. Wir haben ein bedrucktes Teil, das den Motor zeigt, der übrigens sehr, sehr durstig war, wie so manch anderer jetzt am kommenden Vatertag. Dann haben wir hier ein Originalbild und natürlich gehört zum Vietnamkrieg eine M16, die ja unser Soldat hier in der Hand hält. Wir kriegen die Fakten natürlich gleich sowieso bei den Infokarten, deswegen lassen wir gleich mal unseren Walker Bulldog hier fliegen. Ja, Freunde, da liegt unser Walker Bulldog bzw. die Einzelteile, die den Walker Bulldog ergeben, auf unseren Bautisch. Wir haben eine Bauabschnittstüte 1, eine Bauabschnittstüte 2 und zwei 8x16er Baseplates aus dem Hause Kubey in natürlich NATO Oliv, sowie die Anleitung, die natürlich das Kartondesign widerspiegelt, DIN A4 Klammer gebunden. Und die Altersempfehlung ist ab 7 Jahren. Kubey schwankt da ja immer ein bisschen, so ganz nachvollziehen kann ich das manchmal nicht. Wir packen die Tüten an die Seite. Was es mit den Tüten auf sich hat, erzähle ich euch jetzt sowieso, denn ich erkläre immer ganz gerne für Neulinge auf meinem Kanal immer, wie wir mit Kubey-Anleitungen bauen. Wir schnappen uns die Tüte 1. Befreien die Steine aus diesen vielen Plastiktüten, die wir haben. Habt am besten immer einen gelben Sack beiseite. Ich habe das so. Und dann macht ihr Haufen, sortiert es nach Form, Farben, Funktion, wie ihr das wollt mit den Steinen. Und ganz wichtig, der aktuelle Baustep ist immer farblich. Hier die 1 natürlich als der erste farblich. Und dann sehen wir hier der zweite Baustep. Da ist der aktuelle, der zweite farblich und der erste ist ausgegraut. Wir haben immer Legenden, damit wir wissen, welche Slopes, Wedges und Längen von Steinen oder Achsen wir benutzen. Pfeile weisen uns immer den Weg. Und ihr seht schon, wir haben keine Seitenzahlen, sondern nur hier die Bausteps, die sich so fortlaufend durchnummerieren.
Und daher haben wir dann irgendwann die Tüte 2 offen nach Baustep 31 oder bei Baustep 31. Und so zieht es sich durch. Wichtig ist, dass wir also Anlegehilfen haben. Also ihr braucht nicht immer unbedingt Noppen zählen. Gerade bei Fliesen ist das ja schwierig, deswegen hat Kobi das. Und generell Pfeile weisen uns den Weg, wenn es um die Art des Bauens geht. Manchmal müssen wir auch unser Objekt, was wir bauen, drehen. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 73, wenn wir unseren Motor hier, den wirklich sehr, sehr durstigen Motor, in den Panzer einbauen. Und auf den letzten Seiten seht ihr dann immer bei neueren Kobi-Sets, welche Steine im Set verbaut wurden. Und sollten euch mal Steine fehlen, könnt ihr diese gleich dann hier unten auf der Webseite monieren. Was ich immer liebe und kann ich euch auch nur ans Herz legen, nämlich hier mal zu stöbern in alten Kobi-Katalogen, hier in der Anpreisung von damals. Viele der Sets habe ich schon gebaut, eigentlich auf den ersten Blick sogar alle. Schaut mal hier oben auf dem i, da findet ihr alle meine Kobi-Reviews auf der Kobi-Playlist. Ja, hier fehlt mir leider noch das große, aber Freunde, werde ich irgendwann auch bauen, findet ihr dann auch da oben auf dem i. Aber jetzt wollen wir nicht von der Zukunft reden. Wir klemmen jetzt unseren M41. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten zu diesem Fahrzeug und mir beim Klemmen. Speedbild, Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild der Sets, die ich heute vorstellen werde. Der M41 A3 Walker Bulldog war ein leichter Panzer, der während des Kalten Krieges entwickelt und eingesetzt wurde. Ursprünglich vom US-amerikanischen Militär in den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, trat er in den frühen 50er Jahren in den Dienst ein und blieb bis in die 70er Jahre aktiv. Sein Name ehrt General Walton Walker, einen berühmten Kommandeur aus dem Zweiten Weltkrieg, der im Koreakrieg gefallen war. Der M41 A3 war eine Weiterentwicklung des M41 Walker Bulldog und wurde speziell für Aufklärungsmissionen und den schnellen Einsatz auf dem Schlachtfeld konzipiert. Er wog etwa 25 Tonnen und besaß eine maximale Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern. Seine Hauptbewaffnung bestand aus einer 76 mm Kanone, die in der Lage war, gepanzerte Ziele auf eine Distanz von bis zu 2500 Metern zu bekämpfen. Zusätzlich war er mit einem Koaxial-Maschinengewehr und einem schwereren Maschinengewehr auf dem Turm ausgestattet. Ein markantes Merkmal des M41 A3 war seine starke Panzerung im Verhältnis zu seinem Gewicht. Die Frontpanzerung betrug bis zu 25 mm, während die Seitenpanzerung etwa 20 mm stark war. Trotz dieser vergleichsweise leichten Panzerung bot der Walker Bulldog einen guten Schutz gegen Handfeuerwaffen und kleinere Artilleriegeschosse. Die Bundeswehr, die westdeutschen Streitkräfte, erhielt den M41 A3 im Rahmen der Wiederaufrüstung nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen 1956 und 1970 nutzte die Bundeswehr den M41 A3 in ihren Panzerbataillonen. Der leichte Panzer wurde aufgrund seiner Beweglichkeit und Schnelligkeit geschätzt, insbesondere in den hügeligen und waldreichen Regionen Westdeutschlands, wo schwerere Panzer wie der M48 Patton Schwierigkeiten hatten. Die Bundeswehr modifizierte den M41 A3, um ihn besser an ihre Bedürfnisse anzupassen. Beispielsweise wurde die Kommunikationsausrüstung verbessert, um die Koordination zwischen den Einheiten zu erleichtern. Zudem wurden zusätzliche Halterungen für Maschinengewehre und Vorrichtungen zur Minenräumung angebracht. Trotz seiner Stärken hatte der M41 A3 auch Schwächen. Die leichte Panzerung machte ihn anfällig für moderne Panzerabwehrwaffen und die 76 mm Kanone war gegen die immer besser gepanzerten sowjetischen Panzer nur begrenzt wirksam. Diese Nachteile führten schließlich dazu, dass die Bundeswehr den M41 A3 durch modernere Modelle wie den Leopard 1 ersetzte. In der Bundeswehr hieß das Fahrzeug leichter Kampfpanzer LKP M41. Er war einer der ersten Panzer der Bundeswehr,
quasi Erstausstattung. Insgesamt wurden etwa 5000 M41 Panzer produziert, von denen ein bedeutender Anteil in verschiedene Länder exportiert wurde. Neben der Bundeswehr nutzten auch Armeen in Südamerika, Asien und Europa den Walker Bulldog. Einige dieser Panzer sind bis heute in Museen und bei Militärsammlern zu finden, wo sie als Erinnerung an die militärische Technik und Strategie des Kalten Krieges dienen. Der M41A3 Walker Bulldog bleibt ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Militärtechnik. Seine Kombination aus Geschwindigkeit, Feuerkraft und Vielseitigkeit machte ihn zu einem wertvollen Werkzeug in den Händen der Panzertruppen und seine Dienste in der Bundeswehr unterstreichen seine Bedeutung in der Nachkriegszeit. Trotz seiner Begrenzungen trug der Walker Bulldog dazu bei, das Gleichgewicht der Kräfte während einer der spannendsten und gefährlichsten Epochen der modernen Geschichte zu bewahren. Nach 1 Stunde und 49 Minuten Bauzeit steht er da, unser 2239er M41A3 Walker Bulldog von Kobi aus der Vietnam War Serie. 625 Steinchen und eine Minifigur. Hier steht die normale Version. Auf der Seite habe ich euch reingemogelt als kleines Goodie für dieses Video die 2237, die Limited Edition des Walker Bulldogs. Natürlich mit mehr Steinchen und die Bauzeit war hier auch etwas länger aufgrund unserer kleinen Vietnam-Serie Szenerie da hinten, wobei diese eigentlich eher angelehnt ist an den Film Rambo 2, der Auftrag oder wie er hieß, First Blood. Dazu kommen wir aber später. Schauen wir uns erst einmal die normale Version ein, unsere 2239 mit den 625 Steinchen. Ihr habt ja vorhin die Infokarten bekommen, da konntet ihr sowieso mal angrund der harten Fakten beide Versionen vergleichen. Deswegen packe ich auch mal hier das Zertifikat erstmal zur Seite und wir gucken uns die Bauanleitung an. Denn, das mache ich ja immer ganz gerne am Anfang, ich finde hier eine Bautechnik richtig klasse. Da sieht man, was Kobi ausmacht, wo Kobi hier Nuancen hat, die sie von anderen Herstellern unterscheidet. Und das ist hier mein Post-it. Zack. Das ist der Baustep. An die Seite geht er. 19. Und zwar bauen wir hier Brick Modifieds, mehrere bzw. Brackets übereinander und klemmen die dann hier so rein an einen anderen Bracket. Und ihr seht schon hier dieser schmale Steg, beziehungsweise das Teil, was wir hier aufnoppen, also das 1x1er Teil, also die Fliese, die kleine, die passt hier genau unter den Bracket, den wir davor gebaut haben. Also wir haben hier richtig cool verkantet, kein Millimeter verschenkt, kein Spaltmaß hergegeben. Richtig, richtig cool. Das gefällt mir. Und vor Schreck und Dankbarkeit ist eine meiner Kameras ausgegangen. Das ist aber jetzt egal, denn ich kann euch trotzdem hier mal zeigen, welchen Baustep ich meine. Man muss hier nur einmal das Schutzblech hier hoch machen und dann ist das hier hinter versteckt, hinter der Kette, und man hat hier wirklich einfach kein Millimeter verschenkt. Das finde ich richtig, richtig cool, was Kobi sich hier hat einfallen lassen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir nur so ein paar Steinchen über haben. Um genau zu sein, eine Bügelperle, ein kleiner Bolzen hier und eine Kette. Also 3 Steinchen, das geht besser. Schauen wir uns die 2 Minifiguren an, die in beiden Versionen dabei sind. Rechts bekommt ihr die Figur natürlich wieder in groß. Hier haben wir einen farbigen GI, schön mit Tragegurt, Handgranate aufgedruckt, auch Handgranate in der Hand. Er schaut grimmig drein, hat hier schwarze Schüchchen, eine M16 und wie gesagt tolle Drucke auf seinen Tragegurt. Sieht sogar aus, als hätte er hier schon die Vorbereitung für ein Funkgerät, da kommen wir gleich noch zu, und von hinten ist die Figur nicht bedruckt. Schauen wir uns die andere Figur an, die ist wieder so typisch klischeehaft GI. Wir haben so eine Panzerfahrkombi, beziehungsweise angedeutet diesen Blazer. Wir haben das Fernglas, wir haben eine Pistole und wir haben diese typische, ja, assoziierende Zigarrenstummelchen, wie sagt man denn, diesen Zigarrenstummel, wo man immer denkt, typisch amerikanischer Soldat oder Cowboy oder wie auch immer, in dem Mundwinkel. Und der guckt hier ängstlich, aggressiv, beeindruckt, wie auch immer. Aber eine lustige, coole Figur, die dadurch ja irgendwie relativ neutral wirkt und man sie auch sicherlich bei anderen Sets einsetzen könnte. Schauen wir uns jetzt mal hier unseren Panzer an, denn darum geht es ja.
Er hat einige Drucke. Natürlich hier die obligatorischen Sterne, hier vorne auch auf der großen Fliese. Wir haben hier die 84793 drauf gedruckt auf einem schrägen Slope. Also Slopes sind immer schräg, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier auch wieder einen Stern und von hinten haben wir hier auch nochmal Drucke, nämlich so Motoreinlässe. Was ich cool finde, ist, dass wir hier eine gebaute Luke haben, die wir so wegklappen können. Also man kann da sicherlich eine Figur reinfriemeln, da ist auch Platz, da sind auch Noppen. Aber finde ich gut, dass diese Luke eine richtige Luke ist. Also so geht sie auch zu, man kann sie versenken, also fast wie in echt. Wir haben hier oben ein Browning Maschinengewehr und wir haben hier eine Klappe, wo wir auch eine Figur reinstellen können. Und dann natürlich diese coole Mündungsbremse, die man dann auch von späteren Fahrzeugen kennt. Wir haben hier oben auch nochmal Drucke und auch hier am Turm das Maschinengewehr ist noch ein Druck, da sehen wir es. Die Ketten laufen gut. Statt wie früher schwarzer Block haben wir hier einen grünen Block gebaut mit beidseitigen Reifen, also mit Gummibeschichtung. Richtig cool, läuft auch deswegen ganz cool. Schön auch hier die Abgasanlagen vom Motor und hinten so ein Spaten und von unten dann diese alte Bauweise, die wir von Kobi ja gut kennen. Das Set hat Spaß gemacht zu bauen, ging relativ schnell, ich habe es euch gesagt, und hat hier hinten noch etwas versteckt, nämlich einen Motor, der auch bedruckt ist. Den hole ich jetzt aber nicht raus, geht relativ einfach. Zeige aber euch gleich jetzt hier bei der Limited Edition, denn da haben wir den auch und da habe ich ihn rausgeholt. Wie gesagt, die beiden Figuren hier haben wir auch bei der Limited Edition. Bei der Limited Edition haben wir natürlich hier einen Stand, M41A3 Walker Bulldog mit der Nummer 393 und die habe ich natürlich auch hier auf dem Zertifikat. Da haben wir sie. Das kommt in meine Sammlung. Ihr wisst, ich sammle Limited Editions. Bei diesem Set hier ist es aber auch besonders cool, denn wir haben eine Figur, die ihr vielleicht, wenn ihr dieses Set schon mal irgendwo anders reviewed gesehen habt, ins Auge sticht. Das ist nämlich da hinten der Herr mit den langen Haaren vor dem Motor. Aber den Motor schauen wir uns zuerst an, denn den bin ich euch ja schuldig geblieben. Da haben wir den Motor, typischer Stand, wie wir ihn kennen, schön schwarz, geht an die Seite. Aber da ist dieser Motor, hier mit Getriebescheibe, Lüftung angedeutet und hier wahrscheinlich die Ventile. Also schick, klein, richtig cool. Und der Motor war ja ein richtiger Schlucker. Der hat auf 100 Kilometern 350 Liter verbraucht. Bei ungefähr 23 Tonnen Gewicht dieses Fahrzeugs. Wenn ihr euch mal überlegt, der Leopard 1, der später kam, der hat um die 180 Liter verbraucht auf 100 Kilometern und das, obwohl er fast doppelt so schwer war. Aber generell die Panzer der M-Reihe, die amerikanischen, waren alles, durstige Maschinchen hatten die verbaut. Wie so eine Kompanie Freigänger bei der Kirchweih hatten die Durst. Also ich weiß, dass die M48 und M60 und wie sie alle heißen, teilweise sogar noch das Doppelte bis, bei irgendeinem Fahrzeug habe ich gelesen, 700 Liter auf 100 Kilometer. Das nenne ich mal sehr, sehr durstig. Ich packe jetzt mal die beiden Figürchen hier auch an die Seite und auch das Typenschild und den Motor, denn wir wollen mal kurz die Panzer vergleichen. Wir sehen auf dem ersten Blick auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, denn wir haben hier hinten diese Kanister angedeutet, die es auch so ähnlich bei der Bundeswehr gab. Also der M41 hat hier hinten auch viele Gestelle und Stangen gehabt bei der Bundeswehr und natürlich teilweise auch Nebeltöpfe. Ich habe hier, der Karton ist noch voll, also ich habe den wirklich dreimal, noch einmal das Set und ich werde das in eine Bundeswehrversion umbauen. Ich habe da extra Sachen mir drucken lassen. Vom lieben Achim habe ich da tolle Aufkleber bekommen. Ihr werdet auf meinen Social Media Kanälen mal dann später den M41 in der Bundeswehrversion bei mir finden. Ich habe dort auch schon eine Figur bekommen, dank des lieben Maurice. Bei mir auf dem Discord ist ja immer so eine Sache, wo wir viele Kobi-Teile tauschen. Wenn ihr auch Kobi-Teile braucht, kommt gerne auf mein Discord. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr kauft euch natürlich Figuren, Teile, dann findet ihr auch eine Quelle unten in der Videobeschreibung, wo ihr sogar auch noch mit einem Rabattcode Blockstar 15% bekommt. So viel, wenn ihr mal Kobi-Steine braucht. Und bei Kobi selber kriegt man ja auch noch Steine. Also, wir haben hier hauptsächlich als Unterschied den Kanisterbereich. Hier, das geht bei mir immer ein bisschen lose, weil wir hier eine lustige Geschichte haben. Wir haben nämlich hier eine
diesen Zapfenstein, diese Achse auf so einer dünnen Fliese. Das finde ich ziemlich cool, das ist eine lustige Bautechnik. Da seht ihr es, muss man da auch kräftig drücken, damit es auch hält. Und wenn man die Fliesen nicht richtig zudrückt, wo der Turm sich drauf dreht, kann es sein, dass diese Fliese dann auch den Turm wieder hochdrückt. Jetzt will ich euch aber nochmal den leeren Motorraum zeigen. Da war der Motor drin versteckt. Dafür nehmen wir den Turm einmal ab. Das war nämlich auch meine Intention. Und da seht ihr, da war der Motor drin versteckt. Und man bekommt den mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dann auch wieder raus. Und auch hier sonst haben wir die gleichen Drucke. Aber das Highlight, ich habe es euch gesagt, ist hier nicht der Panzer in der Limited Edition. Das ist ein Herr, der eigentlich John mit Vornamen heißt. Und mit Nachnamen wahrscheinlich oder zu 100% Rambo. Jetzt muss ich mich weit strecken, damit wir hier an das Grünzeug kommen. Denn wie wir wissen, spielt Rambo 2 in Südostasien. Und wir haben hier etwas Fauna von Südostasien dabei. Wir haben hier so einen kleinen Unterschlupf, eine kleine Stellung mit Grünteilen, wie wir sie von Kobi kennen. Einer Palme, ein paar Steinchen und die Flagge von Vietnam. Finde ich ziemlich cool. Sowas bräuchte es öfter bei Kobi-Sets und vielleicht auch sogar mal einzeln. Einfach so kleine Mini-Diorämchen auf so kleinen Platten. Hat Kobi früher ja in der Small Army Serie auch gemacht. Heute findet man das fast ausschließlich dann immer bei Limited Editions dabei. Wir haben ein Funkgerät. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass bei der einen Figur Funkgerät eigentlich schon quasi angedeutet war. Wer den Film kennt, weiß auch, dass das Funkgerät eine gewisse Bedeutung hat. Highlight sind diese drei Figuren. Wir haben hier einen Kämpfer Vietnams mit einer RPG-Panzerfaust, würde ich sagen. Wir haben hier bedruckte Schüchen. Wir haben hier eine Weste. Wir haben so ein Tuch und eine Handgranate. Und der Herr guckt grimmig rein und diesen typischen asiatischen Hut, Strohhut, glaube ich, wie wir sie kennen. Richtig coole Figur. Gefällt mir, guckt böse rein. Ja, kann ich verstehen, wenn man so lange Konflikte in seinem Land hatte. So, dann hole ich nochmal aus. Ich habe sie ganz weit nach hinten gepackt. Meine Figürchen. Taktisch unklug. Ja, die Figuren habe ich euch schon gezeigt. Das ist bei der Limited Edition gleich. Der Herr hier, ne, schön, aber bedruckt nochmal hier die Koppel. Schaut euch das an, die Koppelspange. Gefällt mir. Der Herr auch. Ich habe es euch gesagt. Ich zeige es trotzdem nochmal ganz kurz, damit ihr seht, dass ich kein Quatsch rede. Ist die gleiche Figur. Aber jetzt hier einen russischen oder sowjetischen Militärattaché mit AK. Guckt böse rein. Wir kennen das Gesicht sonst von dem deutschen WW2. Panzerfahrern zum Beispiel. Dieses typische Ringel-Shirt als Unterhemd. Ja, und dann diese rot-braune Uniform mit grünen Tropfen für die Tropen, würde ich mal sagen. Richtig coole Figur. Typisch 80er Jahre, wie man sich so Sowjetsoldaten vorgestellt hat. Richtig cool. Ein Highlight in diesem Set. Und natürlich dann hier noch absolutes Highlight ist unser Herr hier mit seiner M16 mit Granatwerfer, MG-Gurt über die Schulter, unrasiert, lange Haare, rotes Band und ja, wie heißt das? Smoky Eyes, also Augenringe bis zum geht nicht mehr. Und hier auch Narben am Rücken. Und eigentlich müsste hier noch ein Messer dabei sein. Das finde ich gerade nicht, habe ich aber bestimmt irgendwo verbuselt. Also hier in den Sets bei der Limited Edition auf jeden Fall das Highlight ist hier unser Herr Rambo. Auch wenn hier Kobi keine Lizenz hat, haben sie sich einfach mal bei diesem 80er Jahre Klischee bedient. Also wenn ihr irgendwo das Set noch findet, finde ich, für einen guten Kurs, kauft es euch. Das sind zwei tolle Sets in der normalen Version und auch in der Limited Edition Version, die Spaß gemacht haben zu bauen und historisch einiges zu bieten haben. Das Review war deswegen auch etwas länger. Wie gesagt, ihr werdet hier irgendwann auf meinen Social Media Kanälen die gemockte Version von mir finden von der Bundeswehr. Vielleicht mache ich sogar mal ein extra Video über meine Mocks, denn da gibt es einige, glaubt ihr vielleicht nicht, aber die habe ich meistens nie gefilmt. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, liebe Freunde. Ihr bekommt jetzt Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen.
Wie immer an dieser Stelle, liebe Freunde, bekommt ihr Detailbilder des Kobi-Sets, das ich hier gebaut habe und natürlich auch noch der 2237, der Limited Edition. Einfach, damit ihr euch selber mal einen Eindruck von den beiden Sets verschaffen könnt, ihr selber nochmal nach den Unterschieden schauen könnt, ich habe es euch gerade gesagt, so groß sind die gar nicht, und selber euch einen Eindruck verschaffen könnt und darüber dann eure Meinung zu den beiden Sets festigt. Ich muss sagen, ich liebe diese M-Serien-Fahrzeuge der Vereinigten Staaten von Amerika, beziehungsweise ich habe es euch gesagt, sie wurden ja auch von der Bundeswehr eingesetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich die mag. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat auf einen M48 bei der Bundeswehr gedient und später auf einen Leopard 1. Deswegen sind diese kalte Kriegsfahrzeuge für mich immer etwas ganz Besonderes, da ich viele Schwarz-Weiß-Fotos von meinem Vater aus der Bundeswehrzeit habe, wo er auf dem M48 bzw. dem Leopard 1 am Rumwerkeln ist. Habt ihr auch solche Fahrzeuge, mit denen ihr irgendetwas verbindet, weil ihr vielleicht selber dort gedient habt oder auch wie bei mir vielleicht ein Familienmitglied immer von diesem Fahrzeug erzählt habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich kann euch nämlich was ganz Persönliches verraten. Mein Großvater und mein Vater hatten als Spitznamen jeweils das Wort Panzer. Also wenn wir früher auf dem Markt waren, zum Bratwurstessen hieß es immer, na Panzer, hast du einen Junior mitgebracht? Das ist schon krass. So ist doch logisch, dass ich ihr immer Kobi Panzer vorstelle, oder? Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich als Kind in der niedersächsischen Provinz meine Mutter früher bekniet habe, auch so ein Messer zu bekommen, was diese Figur, die an John Rambo angelehnt ist, in seiner Hand nun hält. Gab es damals als Spielzeug mit Zahnstochern, mit Nylonschnur, mit Streichhölzern und mit Kompass. Wobei keine echten Streichhölzer, glaube ich. Und es war aus Plastik, aber es war ein riesen Oschi. Das wollten wir als Kind damals alle haben. Denn ich bin aufgewachsen, als die ersten, wie sagt man, als diese Filme zum ersten Mal im öffentlich-rechtlichen empfangbaren TV, wir hatten damals ja nicht viel, erschienen. Also Rambo 1, 2, 3 waren damals, als ich groß wurde, dann zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, wenn man nicht gerade im Kino war. Und natürlich waren wir alle geflasht. Bis heute finde ich, ist Rambo 1 einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein Guilty Pleasure, was ich mir immer mal wieder angucke, weil das ist ein richtig guter Film, der zeigt, was nun mal diese blöden Konflikte auf der Welt mit einem machen können. Kommen wir zurück zu Kobi, denn es passt ganz gut. Ich habe über das Kinderkriegsspielzeug geredet, jetzt über das, ja, ich mag dieses Wort gar nicht, über das Klemmbaustein gewordene Auseinandersetzen mit Konflikten hier mit unseren M41 in der normalen Version und in der Limited Edition. Die Limited Edition gab es lange bei Kobi zu kaufen und sie hat absolut Spaß gemacht, gerade hier wegen der Palme, den Figuren, zum Beispiel ja auch den sowjetischen Militärattaché, einfach Deckel drauf. Und auch die normale Version hat ihre Berechtigung und macht Spaß. Trotzdem würde ich natürlich empfehlen, wenn ihr es noch irgendwo bekommt, hier die Limited. Und ich habe diese hier auch gebraucht, sehr günstig geschossen. Ich verlinke euch ja immer unten einen Shop, wo ihr mit einem Rabattcode 15% sparen könnt. Und vielleicht gibt es dieses Set da auch. Müsst ihr mal gucken. Wenn nicht, haltet mal die Augen auf. Wie gesagt, ihr bekommt diese Sets relativ günstig. Sie waren ja, wie gesagt, bis vor kurzem in Anführungszeichen, das ist bei Kobi ja immer so eine Sache, noch in den Stores verfügbar. Und vielleicht hat der ein oder andere Händler die beiden Sets ja auch noch im Regal stehen und muss sie loswerden. Bei mir wandern sie jetzt ins Regal. Ich baue jetzt hier quasi eine Sammlung auf mit Nachkriegspanzern. Und ich habe es euch gesagt, der M41 wird von mir auch noch gemockt in die Bundeswehr-Variante. Schreibt mir eure Gedanken mal zu den Sets, zu Filmen aus den 80ern und natürlich zu unseren Herren hier mit den langen Haaren und den roten Stirnband gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, denn darum mache ich diese Videos, um euch kennenzulernen, um eure Kobi-Geschichte oder eure Nerd- bzw. 80er Jahre, 90er Jahre Kino-Filmgeschichte zu hören. In diesem Sinne, Freunde, ich würde jetzt sagen, gute Fahrt, aber da der Herr ja auch mit Flitzebogen schießt, würde ich sagen, guter Schuss. Laut Wilhelm Tell, Petri Heil, das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, wir bleiben einfach bei gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.